Hallo liebe Reptil-TV-Gemeinde zum Teil 2 Boleni. Absolut spannender Film, finde ich. Vorweg aber noch was, unser Weihnachtsgewinnspiel. Wir haben uns dieses Jahr ein bisschen, also es ist ein klein bisschen kompliziert zum Erklären. Ich hoffe, ihr versteht's. Wir haben uns ausgedacht, wir wollen an eine sinnvolle Person oder an eine gemeinnützige Organisation oder Schule, Kindergarten oder irgendeine Familie mit vielen Kindern, die es in Anführungsstrich, die das gern hätte oder die sich das schon vielleicht nicht leisten könnte. Da wollen wir ein Terrarien-Komplettset von Reptisou verlosen oder verschenken, nicht verlosen, sondern verschenken. Wir wissen aber nicht an wen. Wer einen guten Vorschlag hat, also ich hoffe, ihr habt verstanden, in welche Richtung das gehen soll. Wenn ihr denkt, naja, die oder die Familie oder der Kindergarten oder die Einrichtung oder Altersheim oder was auch immer, ihr müsst natürlich mit denen absprechen, abklären, ob die das wirklich wollen. Wenn ihr da einen guten Vorschlag habt und sagt, jawohl, ich weiß genau, die wollen schon lange mal ein Terrarium, können sich es vielleicht nicht leisten, denen würden wir so ein schönes Komplettset zusammenstellen mit Rücksprache oder nach Rücksprache mit irgendeinem Tier, Schlange, Echse, Schildkröte und würden das denen kostenlos schenken. Und da könnt ihr jetzt Vorschläge dazu posten, wen ihr denkt, für wen das toll wäre. Ja? Damit das Mitmachen auch für alle anderen nicht langweilig ist, würden wir unter allen, die daran teilnehmen, unter allen, die Beiträge posten hier unter dem Video, würden wir ebenfalls das Gleiche nochmal verlosen, also sprich einen Gutschein im Wert von 500 € würden wir verlosen. Also jeder, der irgendwas drunter kommentiert, egal ob er jetzt einen Vorschlag macht oder ob er sagt, ja, finde ich eine tolle Idee oder ob er nur Daumen hoch macht oder was auch immer. Jeder, der einen Kommentar drunter schreibt, kommt in den Lostopf und unter all diesen wird, wie gesagt, nochmal ein Gutschein von 500 € verlost. Ja? Also sprich Teil 1, Terrarium Komplettset Reptisou an jemand, wo es Sinn macht, in Anführungsstrich, und Teil 2, Verlosung 500 € Gutschein. Bin ich gespannt, ob das klappt. Viel Glück euch und ich freue mich auf eure Beiträge. Noch kurz zu den Rahmenbedingungen. Zum einen, die ganze Aktion findet statt bis zum 6. Januar 2020. Ne? Also jeder, der daran teilnehmen will, bitte bis 6. Januar 2020 ist der Stichtag. Da beenden wir die Aktion. Wer dieses Terrarien-Set bekommt, das ist was, das bestimmen wir hier im Geschäft. Da werden wir dann gucken, was alles drinsteht oder auch wie die Reaktionen von euch sind. Und da suchen wir dann den Besten aus, nehmen Rücksprache, wie gesagt, ob die das wirklich wollen. Und derjenige bekommt es dann. Die Verlosung, also den 500 € Gutschein, den wir verlosen, das machen wir über so einen Zufallsgenerator. Da gibt es ja so Programme, die das dann zufällig auswählen. Den Gewinner werden wir unten rein posten bei den Kommentaren, weil wir können euch nicht mehr anschreiben. Ne? Früher konnten wir diese YouTube-Kommentare die Person anschreiben, das geht mittlerweile nicht mehr. Also wartet nicht drauf, dass wir euch anschreiben, weil wir kennen ja nur euren YouTube-Namen. Deswegen, wir posten das dann nach dem 6. Januar, sprich 7. Januar, posten wir das unten rein. Wer gewonnen hat, schaut da rein, ob ihr gewonnen habt und kontaktiert uns. Dann können wir euch den Gutschein zukommen lassen. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Wir sind wieder, ihr seht es da hinten, der Schweizer Whisky. Und wo es in der Schweiz Whisky gibt, da gibt es auch Bolenis. Wir sind hier wieder bei Markus. Markus, komm her, komm ins Bild. Hi Stefan. Hi, wir sind hier wieder in der tiefsten Schweiz bei Markus Bohrer, unserem Godfather of Boleni Pythons. Wir hatten es versprochen in Boleni Teil 1. Heute geht es um das Thema Zucht. Ich nehme an, ihr konntet es euch denken, oder wenn wir es schon so spannend machen und der Markus die Bolenis hat, dann züchtet der Markus natürlich auch die Bolenis.
Und habe ich recht, oder? Habe probiert und das hat funktioniert. Das hat funktioniert, gell? Dass wir da wegen so ein Tamtam drum machen, also die Leute, die sich da noch nicht näher damit befasst haben, also ich glaube für alle Riesenschlangenleute dürfte es klar sein, Boleni züchten, da gibt es auf der ganzen Welt, wie oft wird das schon passiert? Zwei Handvoll. Ja, also eben runde 10 Mal wurden die vielleicht gezüchtet bisher. Und der Markus ist einer davon, wirklich Boleni züchten, das ist die Krone der Schlangen- oder Pythonzucht. Deswegen machen wir hier dieses Geschiss, oder haben wir euch ein wenig auf die Folter gespannt. Und heute wollen wir ein bisschen darauf eingehen, wie die Zucht funktioniert hat, die Jungtieraufzucht. Das ist unser Thema heute, richtig? Gerne, ja, machen wir. Also wir schwenken wieder vom Whisky-Schrank. Fangen wir erstmal beim Terrarium an. Vieles haben wir ja beim letzten Mal besprochen, Markus, oder? Ja. Die Stimulation, gibt es noch speziell über die Stimulation was zu sagen? Hier unten haben wir das Männchen, guckt da aus der kalten Höhle gerade raus. Eben, hast du speziell noch was gemacht, um die Tiere zum Züchten zu stimulieren, oder wie war da der Ablauf? Speziell einfach das Klimaparameter, wie wir gesagt haben, von Tagtemperatur, die kalteste Zone mit 20 oder 22 Grad, Tag durch die wärmste Stelle um die 28, die Wärmestelle mit 30, 35 Grad, meine Waldlichtung, die ich stimuliere, jede volle Stunde, eine Stunde lang. Das Einzige, was ich verändere, Sommer und Winter, da wir ja im Keller sind, im Untergeschoss, ist es ja sehr träge. Das heißt, wenn man die Wärme oder die Kälte drin ist, kann man besser oder bleibt die Kälte eher im Raum, da der Raum ja nicht voll gefüllt ist. Das Einzige, was ich geändert habe, ist die Zeitspanne des 250 Flottstrahler, wo ich einfach am Herbst normalerweise fängt die am 10 Uhr für eine Stunde, auf jede gerade Stunde, 10, 12, 14, 16 und 18 Uhr je für eine Stunde. Im Herbst habe ich einfach reduziere ich um die 18 Uhr, die ich wegnehme, und am Hochwinter nehme ich die 16 Uhr noch weg. Das heißt, nur 3-mal eine Stunde statt 5-mal eine Stunde mit dem 250 Watt. Und durch das wird es auch nochmal kälter im Raum oder im Tag durch. Und wann beobachtest du Paarungen? Also wann fangen sie an mit Paaren? Schon in der kalten Zeit oder wenn es dann noch wärmer wird? Bei mir werden sie auf aktiv, kann man sagen, jetzt November werden sie aktiv, und das geht bis in Januar, Februar, im März rein. Also letztes Jahr, wo wir sehr aktive Paarungen gehabt haben, war es anfangs bis Ende Januar, wo ich noch vollziehe. Wo die meiste Paarung war? Wo die intensive Paarung waren, da hatte ich auch ich bin jetzt schon 27 Jahre auch mit Reptilien sehr tief drin, mit Schlangen, und hatte ich bis vorher auch noch nie erlebt, dass ich während der Paarungszeit plötzlich regelmäßig immer wieder Blutstreifen drin hatte im Terrarium. Habe ich zuerst gemeint, das Männchen oder das Weibchen hatten Meinungsverschiedenheiten, einfach, dass sie aufeinander hin sind, aber im Nachhinein muss ich sagen, nein, das war von der Paarung her, dass es sicher eine intensive Paarung war, und durch das hatte ich dann eben das feine Blutstäubchen, die ich drin hatte, Streifen, und das habe ich in der Phase, und ich glaube, das war dann, kann man nicht vergleichen, also Jungfernhäutchen, also das ist viel zu viel, aber ich behaupte, das war dann wirklich die intensive Paarung. Dass beim Männchen oder Weibchen an der Kloake oder Hemipenis oder so, dass da eine Verletzung dann halt ein bisschen war durch die intensive Paarung. Zuerst habe ich gemeint, dass das irgendwie vielleicht vom Hemipenis noch was wäre, eins von beiden Hemipenis, wo irgendwie beschädigt wäre oder so, verletzt, aber das war nicht der Fall. Und nachvollziehen muss ich sagen, das hat Januar, Februar hat's eingeschlagen. Konntest du eine Ovulation beobachten?
Gar nicht, nein. Gar nicht. Ist mir gar nichts aufgefallen. Okay. Und das heißt, dann haben die gepaart bis wann circa? Die haben gepaart bis im März oder Anfang April haben die gepaart. Okay. Das war nur eine Paarung. Sie war, in dem Stadium war sie schon befruchtet. Okay. Und wann hattest du dann Eiablage? Die Eiablage war am 4. Juni. 4. Juni. 12 Eier, keine Wachseier, nichts. 12 gute, kompakte Eier um die 110 bis 120 Gramm. Und wohin hat sie die Eier abgelegt? Warme Stelle, kalte Stelle? Ich schätze an ihrem Lieblingsplatz unterm Strahler, oder? Genau. Da, wo sie jetzt liegt. Unerstaunlich, oder wie man so sagt, kommt immer wieder aus dem Stein nicht raus. Aha, also da lag sie auf die Eier drauf, wie man es kennt, oder? Zwischen Stein und dem Ecken hat sie Aha. die Eier. Das erste Ei hat sie auf den Körper gelegt, das zweite auch, und dann hat sie langsam die Schleife gemacht. Okay. Und dann hast du die Eier weggenommen und in den Brutapparat. Ich habe immer, ich hatte das Glück, dass ich gerade dazu gelaufen bin und habe immer 2 Eier liegen lassen, fototechnisch wieder weg. Ein Eierbecher, immer 2 Foto, 2 weg. Ah ja, du hast es auch klar dokumentiert. Ist natürlich auch, oder für die Insider, bei so seltenen Schlangen ist ja immer die Unterstellung, wer weiß, ob die gezüchtet sind oder wo die herkommen, die Jungtiere. Und du hast das klar dokumentiert, also aus der Kloake raus, das Ei sozusagen fotografiert bis zum Schlupf. Ja, das ist, ich habe die Bilder gesehen gehabt, das ist natürlich, das ist cool, oder das muss man leider machen, oder ist auch gut, und dann ist man über jeden Zweifel erhaben. Gell? Es wird vieles angezweifelt, oder schlussendlich Baleni sind schon ganz spezielle Tiere. Dokumentation hat sehr viele Vorteile, auch betreffend Exportpapier aus der Schweiz, weil die Schweiz ja nicht EU ist. Man für jede Bohrerbüte braucht eine Exportbewilligung, sprich nach Deutschland ein Import. Und wenn man da nicht deklarieren oder Baleni nicht dokumentieren kann, sind das wirklich Nachzuchten oder sind das Farmnachzuchten, weil das Thema ja im EU-Raum seit 2 bis 3 Jahren ja existieren. Es gibt ja fast keine Papiere mehr, wenn man es nicht kann dokumentieren, dass das Nachzuchten sind. Und das Problem konnte ich dadurch eliminieren. Ja. Also. Und dann kommen wir noch zur Inkubation. Du hast sie dem Weibchen, du hast sie im Inkubator inkubiert. Welche Temperatur, wie viele Tage hattest du? Der Vorteil war, da ich dazu gelaufen bin, dass ich die Eier schön einzeln in den Eierbecher platzieren konnte, und das schön, dass ein Ei mit dem anderen keinen Körperkontakt hatte. Ein Thema, wenn eins abfault, abstirbt, dass ich das Ei besser wegnehmen kann. Und da habe ich die 12 Eier in 4 Becher gehabt mit Temperatur um die 31,5, mit leichten Schwankungen von 0,2, 0,3 Grad. Die Schwankungen woher oder wegen was? Von der Umwelt, vom Keller und vom Stromfluss und alles drum. Und der Schwankung hast du ja immer irgendwann ein bisschen. Und nachvollziehbar 0,2, 0,3 Grad. Und du tust die trocken inkubieren, also du hast die Krumbach-Boxen, ne, Metallgitter und auf dem Wasserbad. Auf dem Wasser, auf dem Chromstahlgitter, und unten ist Wasser, ein Behälter von 3/4 Füllmenge, und das reicht für die ganze Brutzeit. Ja. Im Brutkasten separat habe ich unten noch unterm Bodengitter habe ich noch eine Wanne drin, wo ich einmal in der Woche mit etwa 3/4 bis 1 Liter Wasser auffülle. Im Brutapparat? Im Brutapparat unten im Boden. Aha. Und wie viele Tage hattest du Inkubationszeit? Wir hatten eine Inkubationszeit von 77 Tagen. 77 Tage. Ja, dann lass uns mal die Babys anschauen. Also du hast deine Jungtiere hier in dem Aufzuchtsreck, oder? Das ist korrekt, ja. Einzelhaltung in Schubladen oder Schubladensystem Einzelhaltung. Okay. Dass man individuell auf jedes Tier eingehen kann und Häutung, Foto, dass man wirklich 100%ig hinter jedem Tier einzeln stehen kann. Und wie hast du es, machst du von der Beheizung oder vom Klima her? Eben bei der Großen hast du gesagt, die Temperaturzone sind ganz wichtig. Jetzt die Kleine, die hast du dann bei einer relativ gleichmäßigen Temperatur, oder?
Ich habe einfach mit Nacht-Tagseinkommen. Das heisst, kannst du mal rausziehen, ja. Die Heizung ist ja hinten am Boden oder an der Decke, wo wir um die 28 bis 30 haben und vorne haben wir am Tag um die 24 bis mehr als bei den Adulten. Also die Jungtiere ziehen wir sowieso ein bisschen, so 1, 2, 3 Grad am Tag wärmer auf. Also ja, genau, doch, du hast natürlich schon ein relatives Temperaturgefälle durch das, dass du hinten heizst in dem Reck. Der Kellerraum selber hat bloß 22 Grad vielleicht, jetzt um die Jahreszeit. Steht sogar auf 16 Grad. Auf 16 steht er, ja, wenn ich jetzt hier so drin bin, ich würde jetzt schätzen, so 21, 22 Grad hat es hier drin durch die ganze Lampe. Und dann hast du natürlich schon auch ein relatives Temperaturgefälle da drin. Ja. Sicher, ja. Du hast 12 Eier, sagst alle 12 perfekt geschlüpft nach 77 Tagen. Dann hast du sie hier einzeln, dann haben sie sich erstmal gehäutet, nehme ich an. Ich warte immer, bis die erste Häutung vollzogen ist bei allen Tieren und dann wird das erste Mal Futter angeboten. Das erste Mal Futter angeboten. Ja. Wie war es vom Füttern her? Was hast du gefüttert? Wie gut gehen sie ran? Wir probieren nur mit Ratten jetzt, einfach leicht bis stark behaarte Ratten. Ein Teil ist noch bei lebendig und ein Teil haben wir schon ab. Ein Tier hat ab Pinzette und beim anderen legen wir das Futter so ein bisschen über die Holzsprosse und die gehen nach 5 bis 15 Minuten selbstständig ran. Ohne groß Hektik und Stress. Du hast gesagt, ja, lebend hätten sie gar nicht so gern gehabt am Anfang. Du hattest den Eindruck, da sind sie fast ein wenig gestresst von der Lebende. Haben wir das Gefühl gehabt, wenn ein lebendiges Futtertier drin ist, dass sie einfach 10, 15 Mal einfach stressbedingt zupackt, aber nie packen lässt, einfach nur warm bist und abschreckt. Und sehr hektisch werden. Die Baleni, die Großen sind schon sehr aktiv und die Jungen sind noch aktiver, das ist schon wahnsinnig. Okay, ja, sieht man jetzt hier auch. Das kann man jetzt hier, wenn man mal schaut. Also es ist jetzt Mittagszeit, 12 Uhr. Die sind wirklich alle auf Tour in ihre. Ja, der liegt jetzt drin. Der auch. Aber wenn man so reinschaut, die meisten sind am Rumkriechen. Oder mindestens die Hälfte kriecht rum. Eigentlich erstaunlich für Boas Pythons. Das wisst ihr alle, dass die eigentlich tags liegen die da, machen fast gar nichts. Auch speziell als Baleni, die schwarz sind und Baumschlangen, die kommen ja rot, bräunlich auf die Welt und die Baleni, die kommt ja auch rötlich auf die Welt. Ja, so rotbraun. Ja. Okay. Und mit 3/4 oder jährig kommt langsam das Schwarz. Okay. Auch noch speziell, für mich speziell. Ja. Und die hellen Stellen in adulten Phasen sind da fast keine mehr vorhanden, nur noch im hinteren Drittel, sagen wir mal. Im vorderen, oder? Oder im vorderen, Im vorderen, ja, hinten sind sie schwarz. Ja, hinten ist gar nicht, ja, Timor und so. Andersrum, ja. Gibt's irgendwas bei der Aufzucht, wo du sagst, besonders zu beachten oder das war schwierig? Oder, also, du hast jetzt 12 Stück, du sagst, alle fressen tadellos, also relativ einfach sogar die Aufzucht. Ja, es ist einfach nicht gerade, aber man muss Geduld haben und wenn man Reptilien hat, sprich Schlangen, muss man sowieso Geduld haben. Gut Ding macht gut Weile. Oder? Ja. Also und wie oft fütterst du die Jungtiere? Je nach Futtergröße, die ich habe, zwischen 7 bis 10 Tage. Okay. Ja. Und dann jetzt in der, also du hast gesagt, du gibst Babyratten. Ja. Wirklich frische Babyratten? Leicht behaart. Zwischen gewisse Tiere, die jetzt 3 bis 5 oder 6 Mal gefressen haben, bei den 6, das ist schon stark behaart. Ich habe schon so 10 oder mindestens 10 Gramm, oder? Ja, wenn du grammmäßig redest, ja, sicher so. Weil da ist sicher Tendenz, auch wenn die älteren Tiere eher kleinere Portionen möchten oder verdauen, nicht, dass man bei den Jungen auch schon vielleicht einen Fehler macht, dass man die vielleicht raufpowert und Baleni raufpowern. Ich glaube, das funktioniert in vielen Fällen nicht. Also ich habe schon Tiere gesehen, die haben weit über 10 Kilo, 12 Kilo, Paar an Paar, vielleicht mal Wachseier, unbefruchtet, aber wahrscheinlich Klima, Überfettung.
Kann man spekulieren, aber meine sind sportlich handlich. 12 Eier, 12 gute. Irgendwie stimmt was. Eben, was würdest du schätzen, mit welchem Alter, dass sie ungefähr geschlechtsreif sind? Also ist jetzt schwer zu sagen. Das ist schwer zu sagen, aber wenn man vernünftig für das Tier behaupte ich, geht 6, 7 oder 8 Jahre. Doch so lang, ja? Behaupte ich mal, ja. Okay. Also wir powern es rauf mit 5, dass das Weib um 5-jährig ist und hat seine 5 Kilo schon. Bezweifle ich. Im Prinzip hat es ja nirgends funktioniert. Ja. In der Hinsicht. Okay. Große, junge, fettige Tiere. Aha. Ja, das wird die Zukunft zeigen, ja. Aber sicherlich kommt Zeit, kommt Rat. Ein Argument, ein Aspekt. Gell? Super. Ich glaube, wir haben alles darüber gesagt, alles erzählt. Mir fällt nichts mehr ein. Hast du noch irgendwie abschließend irgendeinen wichtigen Aspekt, den wir vergessen haben? Eben die Jungtiere, die halte ich jetzt auch ein bisschen wärmer, aber zwischen Minimum 24 und Maximum 30 Grad. Und dann gibt Feuchtigkeit, variiert ja auch in der Schublade. Was einfach ist, nicht das Wasser nicht zu groß mehrheitlich füllen. Der Wasseraustausch oder Feuchtigkeit. Am Morgen sind die Behälter sehr nass und mit der Zeit trocknen die wieder ab. Aber da mache ich auch nicht groß einen Einfluss. Ja, Markus, dann sind wir im Prinzip durch. Haben wir was vergessen? Die Babygröße haben wir noch, eine Babygröße, Babygewicht, will der ein oder andere noch wissen vielleicht? Das haben wir vergessen, ja. Die Größe beim Schlupf war zwischen 56 und 58 cm. 2 kleinere waren dabei mit 51 respektive 54 cm. Und vom Gewicht her waren sie zwischen 60 und 78 Gramm. Und da waren nachher 2 kleinere drin und die hatten knapp 6 und 58 Gramm. Aber alle eben um die 60 Gramm. Alle um die 60. 50, 60 cm. 55 bis 60 und Gewicht um die 60 bis 70 Gramm. Relativ groß für eine Morelia, ne? Wenn man überlegt, dass sie früher unter Morelia liefen, wie groß so ein Teppich schlüpft. Sogar ganz schön große Babys. Gell? Ja, zum Abschluss nochmal wirklich 1000 Dank, dass du das hier zeigst und dein Wissen teilst. Ich glaube, ist auch interessant, oder das ist Terroristik der alten Schule, würde ich sagen. Du hast die gezüchtet, du könntest ja jetzt auch sagen, ich verrate gar nichts, ich sage keinem, wie es geht, ich behalte das alles für mich, das ist mein Erfolg, das teile ich nicht, und du machst genau das Gegenteil. Also ich glaube, du hast so ziemlich alles verraten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt irgendwelche Tricks für dich behalten hast, in dem Gedanken, nee, sonst kann es ja jeder, so auf die Art. Ja. Das ist, würde ich sagen, das ist die alte Terroristik-Schule, wie ich seit 30 Jahren kenne und wie ich es ehrlich gesagt auch mache und wie ich es richtig finde. Wirklich 1000 Dank dafür, oder siehst du das anders? Ich sehe es auch so. Also wir möchten ja das Hobby weiterbringen und die Vorurteile abbauen und so weiter. Aber der Neid, Informationen, dass jeder davon was hat. Deswegen teilt man sie, gibt man sie weiter. Ja, und deswegen wäre in 2-3 Jahren nicht hunderte Bolenis zu verkaufen sein. Nein, das glaube ich nicht. Dass die Bolenis nur noch 50 € kosten, das wird leider nie der Fall sein, auch wenn man das Wissen weitergibt. Gell? Und deswegen sollte man es teilen, denke ich. Gell? Das glaube ich auch, ja. Also, so viel zu den Bolenis. Bleibt mir treu und checkt im Markus seine Bolenis. Dankeschön. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.